Ich habe eine Karte bekommen, auf der stand: „Das Leben ist immer so bunt, wie du es dir malst.“ Ja, schwarz-weiß ist einfach, macht Spaß und man macht nichts verkehrt oder nicht viel. Aber bunt zu malen ist tatsächlich oftmals 'ne Herausforderung, damit es nachher nicht ganz braun wird oder ich die Farben nicht nur aneinander setze, sondern auch übereinander legen kann, ohne eben, ja, Farbtöne zu erhalten, die ich gar nicht haben will. Und dieses Bild ist eben daraus entstanden, aus diesem Thema und ja, dann zeige ich dir mal, wie ich das gemacht habe. Ja, jetzt habe ich hier die große Leinwand und gebe erst mal weiß drauf und hier habe ich, Schwarzpigmente angemischt, relativ flüssig und gebe die dazu. Und mit meinem Fensterabzieher kann ich jetzt Strukturen erarbeiten. Die Farbe, gleitet sehr schön über die Fläche, weil eben das Schwarz sehr, sehr flüssig ist und, ich damit das verläuft halt ganz gut über die Leinwand und damit kann ich die Farbe eben gut ziehen. Wenn ich jetzt Fertigfarbe genommen hätte und die so gelassen hätte, wäre sie einfach gar nicht hätte ich die gar nicht über die Leinwand bewegen können. Das Weiß hier ist Fertigfarbe und wie du siehst, die kann ich schon ganz anders, raufbringen als eben meine angemischte Farbe. Und ja, wenn du mit Fertigfarben arbeitest, mach dir die Leinwand ruhig richtig nass vorher. Dann, kannst du die auch besser über die Leinwand ziehen. Allerdings ergibt das andere Strukturen. Ich werde jetzt immer dunkler und, lasse mich immer wieder neu inspirieren von dem, was ich jetzt gerade sehe. Also, ich habe jetzt keine Vorlage, wo ich nachmale oder wo ich irgendwas, mit darstellen will, sondern mit dieser Technik kannst du dich wunderbar einfach auf die Farben einlassen und arbeite einfach ganz langsam. Ja, die Fläche ist hier schon recht bunt, in Anführungsstrichen. Und hier brauche ich noch einen schönen Kontrast und da setze ich noch mal schwarz drauf.
Ja, wenn du beim Malen dich eben mit einem Thema beschäftigst, kannst du es eben auch in Worte in dein Bild reinbringen. Gerade bei Abstrakt geht das ganz gut. Wenn die Farbe noch nass ist, nimm einfach deinen Pinselstiel und schreibe die Worte damit rein. Ja, jetzt habe ich das Bild genommen, habe Weiß schon aufgetragen und gebe jetzt mal ein Rosa dazu. Das ist kein normales Rosa, das ist mit Neon-Pigmenten angemischt. Es ist richtig, das knallt. Und Cadmium Orange ist auch ein großer Favorit von mir. Den Farbton mag ich auch gerne. Der deckt auch oft, also hier jetzt gerade nicht so. Ich habe zu viel Binder beigegeben, aber damit mischt es sich besser mit dem Neon Orange, mit dem Neon Pink. Dadurch, dass die Farbe im Untergrund trocken ist, kannst du die obere Farbe auch wieder abwischen. Also wenn es nicht geht, dann nimm ruhig Wasser dazu und löse sie wieder an.
Ja, das Blau da drauf sieht sehr, sehr cool aus, finde ich. Das leuchtet sehr schön. Ich hoffe, es trocknet auch so ab. Ja, hier ist jetzt gerade so eine Stelle, da möchte ich weiche Übergänge haben mit dem Blau, aber ich weiß auch, wenn ich es zu dünn ziehe, dann sehe ich zwar den Untergrund, das möchte ich ja, aber ich möchte eben auch ein schönes, klares Blau haben. Also ja, muss ich einfach gleich noch mal ein bisschen Blau dazugeben, damit es auch deckend bleibt. Ja, jetzt möchte ich noch mehr Gelb auch an der Oberfläche haben und gucke jetzt, dass es, also alles, was jetzt ins Blau reinläuft, da kann ich dann nichts mehr machen. Das wird dann grün. Aber ich arbeite eben hier unten mehr und schubst die Farbe nochmal so darüber und ja. Und dann ist es auch der letzte Farbton. Dann ist es, glaube ich, auch gleich fertig.
Ja, bunt wird auf jeden Fall dein Arbeitsplatz, den müsstest du dir auf jeden Fall vorbereiten. Und das noch mal die Karte. Ist ja immer schön mit den Sprüchen, umzusetzen ist das ja oft gar nicht so einfach. Wie du gesehen hast, schwarz-weiß geht, auch und sieht auch schön aus und grau ist auch ganz toll. Ich mag viele graue Töne, aber bunt ist eben doch mal was ganz anderes. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest wieder was für dich daraus mitnehmen. Danke dir fürs Zuschauen und auch für dein Like danke ich dir und für deinen Kommentar, da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank und tschüss.